Kennst du solche Posts? Sie finden sich zum Beispiel unter dem Hashtag ThatGirl in den sozialen Medien. Der hat auf TikTok schon über 13 Milliarden Aufrufe. Vor allem junge Frauen veröffentlichen Videos und Bilder aus ihrem Alltag. Zu ihrem Sportprogramm, Ernährungsplänen, Beauty-Routinen, Self-Care oder Achtsamkeitstechniken. Alles, was wir tun, kann in einer Checkliste aufgehen. Frauen zeigen online, wie sie diese Dinge machen und entwerfen dadurch bestimmte Körperbilder. Aber Trends in den sozialen Medien sind nicht nur Internetphänomene. Sie zeigen, was Menschen offline wichtig finden und wie sie sich darüber austauschen. Solche Trends haben also kulturelle Aspekte. Welche Ideale bestimmen, wie Körper auf Social Media dargestellt werden? Und wie beeinflussen solche Trends, wie wir unseren eigenen und andere Körper wahrnehmen? Schauen wir uns einen Trend mal genauer an. That Girl zu sein bedeutet, sich bewusst zu ernähren, Sport zu treiben, die Haut zu pflegen oder zu meditieren. Das Ziel ist es, sich körperlich und mental wohlzufühlen, gesund zu leben und schön zu sein. Und damit ist als größeres Ziel immer auch irgendwie verbunden, zu einem Idealbild seiner selbst zu werden. Viele Frauen und weiblich gelesene Personen benutzen den Hashtag ThatGirl, wenn sie sich bei solchen Aktivitäten in den sozialen Medien zeigen. Oder sie posten nicht selbst, sondern lassen sich von dem Content anderer inspirieren. So auch Silja, Carla, Sarah und Kirsti. Wir haben die 4 gefragt, welche Aktivitäten in ihrem Alltag dafür sorgen, dass sie sich gut fühlen. Ich beschäftige mich sehr viel mit Hautpflege, insbesondere weil Skincare ist Self-Care, also Hautpflege ist Selbstpflege. Und Hautpflege gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Es gibt mir mental ein gutes Gefühl, weil ich habe was für mich gemacht und ich habe was gemacht, was nachhaltig auch gut für mich ist. Und ich gebe natürlich meiner Haut physisch auch wirklich viel. Ich mache Kraftsport und warum? Einfach, damit ich mich besser fühle, weil es mir Selbstvertrauen gibt und einfach, dass ich einen Ausgleich vom Alltag bekomme, würde ich sagen. Es gibt aber auch richtig viele coole Leute, die ich dadurch kennengelernt habe und wenn ich jetzt ins Training gehe, ist es halt immer wie so eine kleine Familie, wo man immer wieder zurückkommt, was richtig schön ist. Hi, mein Name ist Sarah Su und zwar bin ich jetzt seit 10 Jahren vegetarisch, seitdem ich 14 bin. Einige Jahre später habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren, weil ich auch sehr schlimme Haut hatte. Und da hat es wirklich sehr, sehr gut geholfen, Milchprodukte nicht mehr zu trinken und zu essen. Hallo, ich bin Kirsti und ich mache Bullet Journaling und schreibe gefühlt zumindest schon mein Leben lang To-Do-Listen. Oft habe ich Momente, in denen ich an 1000 Sachen gleichzeitig denken muss und in denen ich das Gefühl habe, mir wächst das gerade über den Kopf und ich kriege einfach meine Gedanken nicht zusammengehalten. Und dann hilft es mir total, wenn ich mich hinsetzen kann und mir aufschreiben kann, was ich gerade alles zu tun habe oder was für Termine anstehen die nächste Zeit. Sarah, Carla, Kirsti und Silja erzählen von Hautpflege, Sport, bewusster Ernährung und Bullet Journaling. Alle diese Aktivitäten zielen auf den Körper ab. Auch mentale Praktiken wie das Listenschreiben sollen helfen, die Anforderungen an sich selbst zu erfüllen. Der Körper soll gepflegt, entspannt, leistungsfähig und fit sein. Was wir mit unserem Körper tun und wie wir ihn darstellen, hat ganz viel damit zu tun, wie wir in der Gesellschaft gesehen werden wollen. Das erklärt uns die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Marion Mangelsdorf. Letztendlich ist es, dass wir wie auf die Bühne der Gesellschaft mit unserem Körper treten. Ja? Das heißt, wir nehmen bestimmte Rollen ein in der Gesellschaft. Mal fühlen wir uns mit diesen Rollen wohler, mal unwohler, mal verstehen wir auch, dass wir gerade in einer Rolle sind und mal haben wir so das Gefühl, wir sind so ganz authentisch. Also das ist so unsere Art und Weise, wie wir in die Welt gehen. Wir alle haben einen Körper. Und mit diesem Körper bewegen wir uns in der Welt. Er ist oft das Erste, was Menschen von uns wahrnehmen. Anders gesagt, es gibt immer Bilder und Eindrücke, die von uns entstehen.
sei es online oder offline. Von uns selbst und von außen gibt es viele Erwartungen an den Körper, wie er aussehen soll, was er können soll. Diese gesellschaftlichen Anforderungen prägen uns von klein auf. Und ich würde sagen, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass unser Körper wie eine Projektionsfläche der Gesellschaft ist. Da wird alles Mögliche drauf projiziert. Und das passiert schon ganz, ganz früh. Also im Grunde schon, wenn wir Kinder sind. Und das ist so auch das, was die Kulturwissenschaft sich anguckt, dieses Wechselverhältnis. Wie sich die Kultur in den Körper einschreibt, aber auch wie wir ganz aktiv die Kultur durch unsere Art, wie wir Körper verstehen, auch wieder verändern können und wie wir es modellieren. Also im Grunde ist es ein Gestaltungsprozess, der wechselseitig ist. Körper und Kultur beeinflussen sich gegenseitig. Körper werden von kulturellen Vorstellungen geformt, etwa wenn es in einer Gesellschaft als schön gilt, gebräunt zu sein. Gleichzeitig wirkt ein veränderter Umgang mit dem Körper auf Kultur zurück. Zum Beispiel gab es in den letzten Jahren unter dem Schlagwort Body Positivity mehr Aufmerksamkeit für die Vielfalt von Körperformen. Und das verschiebt dann auch ein bisschen das Ideal. Wie beeinflussen kulturelle Vorgaben, wie wir unseren eigenen Körper wahrnehmen und beurteilen? Wahrnehmung ist da sogar unglaublich zentral. Ne? Also wie nehme ich wahr, wie mich die Umgebung zum Beispiel wahrnimmt. Ja? Dieses Normalsein in der Gesellschaft, das ist ganz schnell klar, das bin ich anscheinend nicht oder ich bin's. Ja? Pass irgendwie da so rein in die Vorstellungen oder ich passe da nicht rein. Und dann werde ich verglichen. Und das sind alles so Prozesse, wo ich merke, aha, okay, so werde ich wahrgenommen. Und das spielt dann wieder auch eine Rolle, wie ich andere Menschen wahrnehme und wie ich sie auch beurteile. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung gehen also Hand in Hand. Wie ich meinen eigenen Körper bewerte, hängt damit zusammen, wie auf ihn reagiert wird. Und das übertrage ich dann darauf, wie ich auf andere Körper schaue. Das passiert alles nicht wertfrei, sondern es passiert immer so, dass ich auch gleich mitbekomme, okay, ich werde bewertet, ich fange auch an, andere zu bewerten. Und oft passiert das gar nicht bewusst. Das ist halt, es schreibt sich in uns ein. Wir vergleichen uns also ständig und auch unbewusst mit den Körpern anderer. Und das wird durch Social Media verschärft, denn dort begegnet uns eine große Zahl an idealen Körperbildern. Mit Social Media kannst du dich auch viel krasser vergleichen, als wenn du zum Beispiel zur Schule gehst und Menschen auf der Straße siehst. Das ist Safira. Safira arbeitet für die ARD und beschäftigt sich in unterschiedlichen Online-Formaten mit Körperbildern in digitalen Medien. Wir wollten wissen, wie Safira die Darstellung von Körpern auf Social Media erlebt. Social Media hat natürlich einen riesigen Einfluss auf unser Körperbild, egal welche Plattform, sei es TikTok, YouTube, Instagram. Man ist gerade als junge Person ist man, glaube ich, schon super unsicher. Generell in der Gesellschaft, Pubertät macht sehr viel mit einem, mit dem Körper, und dann gucke ich mir ständig auf Social Media irgendwie Leute an, die für mich das Idealbild haben. Und warum haben sie dieses Idealbild? Weil uns, also wir, die Gesellschaft, eben sagen, hey, wow, toll, die ist super erfolgreich. Social Media hat einen großen Einfluss auf das Bild, das wir von unserem Körper haben. Kulturelle Normen spielen dabei eine große Rolle. Safira erklärt uns, welche Personen man unter dem Hashtag ThatGirl hauptsächlich findet und welche Bilder man dementsprechend sieht. Überwiegend, was man auf Instagram sieht, ist ja so weiße, schlanke Frauen, Mitte, Anfang 20. Die haben einfach das Traumleben. Eigentlich müsste man meinen, dass soziale Netzwerke eine Vielfalt an Körpern und Lebensmodellen sichtbar machen. Schließlich werden sie von den unterschiedlichsten Menschen genutzt. Aber online setzen sich vor allem Idealbilder durch. Das zeigt auch eine Studie der britischen Soziologin Rosalind Gill. Nur 14% der Befragten haben das Gefühl, dass sie und ihr Leben in den sozialen Medien repräsentiert sind. Social Media hat viel mit Repräsentation zu tun, also damit, wo man sich zugehörig und vertreten fühlt. Der That-Girl-Trend verbreitet Bilder von Körpern und gibt damit bestimmte Idealvorstellungen vor. Dabei stellt sich die Frage,
wer sich von den Bildern angesprochen fühlt und wer ausgeschlossen wird. Da würde ich sagen, da werden ganz, ganz viele Menschen ausgeschlossen. Das halte ich für sehr unrealistisch, was da an Körperbild propagiert wird. Aber die Plattformen bieten auch Möglichkeiten für unterschiedliche Menschen, sich zu vernetzen und sich dadurch gesehen und gehört zu fühlen. Was wird als normal beschrieben? Das ist durch Social Media auch noch mal viel stärker geworden. Aber interessanterweise halt auch, dass sich unterschiedliche Menschen, die sich zum Beispiel diskriminiert fühlen, auch Communities bilden können, also Gemeinschaften bilden können. Und dadurch schon auch eine Selbstermächtigung stattfindet. Und all diese Sachen, die werden durch Social Media einerseits verstärkt, aber man kann auch mehr Differenz, also mehr Möglichkeiten zu zeigen, dass die Menschen sich unterschiedlich wahrnehmen und auch unterschiedlich fühlen in der Gesellschaft. Das wird dadurch auch abgebildet. Also deswegen ist es so eine Ambivalenz. Einerseits ist es wirklich immer mehr normierend und andererseits aber halt auch die Möglichkeit, unterschiedliche Communities zu bilden. Soziale Medien spielen eine wichtige Rolle dafür, wie Menschen Körper wahrnehmen und welche Idealvorstellungen es für Körper gibt. Denn dort konzentrieren sich kulturelle Normen in Bildern und Videos, die auch offline für Körper gelten. Bei Instagram und Co. dominieren bestimmte Körperbilder. Man soll möglichst schlank, fit und weiß sein. Das sorgt dafür, dass wir uns ständig mit anderen vergleichen und unseren Körper beurteilen. Und es schließt ganz viele Menschen aus, die da nicht reinpassen. Trends werden aber individuell umgesetzt und dadurch auch umgedeutet. Es bilden sich neue Communities, die Vorstellungen verändern sich und dadurch entsteht kultureller Wandel. Social Media bietet die Chance, sich zu vernetzen, sich gesehen zu fühlen und aktiv zu werden. Und das gerade auch, wenn der eigene Körper nicht der That Girl Norm entspricht.